Wie schon im Newsletter angekündigt, gab es organisatorische Veränderungen in der GWS. Ich freue mich, heute zum Interview meinen ehemaligen Chef und meinen aktuellen Chef zum Interview begrüßen zu dürfen, ohne die Firma wechseln zu müssen. Ich möchte gleich mit Rainer Lösing für das Projekt Management Office und mit Dr. Harald Görz über Consulting Münster sprechen. Ich möchte mit Rainer Lösing beginnen, der Abteilung Projekt Management Office. Meine erste Frage lautet, warum gibt es die Abteilung Projekt Management Office? Ja, das Wachstum der GWS in den letzten Jahren bedingt natürlich einige Herausforderungen. Wir bekommen sehr viele neue Mitarbeiter in den Abteilungen, auch in den verschiedenen Abteilungen. Wir haben sehr viele neue Kunden gewinnen können und auch sehr viele neue Projekte aufsetzen können. Und die Arbeitsteiligkeit, die heute einfach da ist, auch in der Größenordnung, bedarf es eigentlich hier sehr, sehr viel Koordinations- und organisatorische Arbeit zu leisten. Und da merken wir schon, dass in den vergangenen Jahren in den Projekten auch die Projektleiter schon eine große Herausforderung zu leisten haben, die das auch prima machen. Wir aber hier einen wesentlichen Ansatz finden, diese Themen zu unterstützen, diese Arbeiten zu unterstützen. Und das wollen wir mit dem Projekt Management Office jetzt gestalten und auch durchführen. Nun zu der Abteilung Consulting Münster. Harald, meine Frage an dich. Wie sieht das Zusammenspiel zwischen Projekt Management Office und der Abteilung Consulting aus? Man kann darauf organisatorisch antworten. Das hat auch eine organisatorische Dimension. Davor kommt erstmal die persönliche Dimension. Und da bin ich in der optimalen Situation, dass ich Rainer Lösing aus insgesamt 6 Jahren als Kunde der GWS ausgezeichnet kenne, wo ich selber in verschiedenen Branchen meines damaligen Unternehmens GWS eingeführt habe und die GWS quasi von der anderen Seite des Tisches aus kennengelernt habe. Jetzt habe ich den Vorzug, diesen Partner aus vergangenen Jahren quasi Tür an Tür gegenüber zu haben. Und insofern ist das ein Übergang, der sich sehr, sehr fließend gestaltet hat und bis heute gestaltet. Organisatorisch kann man, wie Rainer Lösing gerade gesagt hat, sicherlich differenzieren nach methodischer Unterstützung, administrativer Unterstützung, die durch PMO wahrgenommen wird und die klassischen Themen wie Personalführung, Mitarbeiterentwicklung, aber auch Repräsentanz dem Kunden gegenüber, die dann stärker bei mir gelagert sind. In der Praxis vertreten wir uns gegenseitig. Insofern wird der Kunde mehr die Dimension Innen-Außen wahrnehmen. Sozusagen, ich als Abteilungsleiter stehe ein bisschen mehr auf der Bühne. Rainer Lösing arbeitet mehr hinter den Kulissen. Entscheidend ist für den Kunden, dass er das Zusammenspiel nur indirekt wahrnimmt und das wird uns, glaube ich, gelingen. Rainer, eine zweite Frage. Was sind die Kernaufgaben des Projekt Management Office und wie wirkt sich das beim Kunden später aus? Zu den vielen Kernaufgaben innerhalb des Projekt Management Office gehört einerseits das Thema der Projektmethodik. Wir möchten natürlich die Vorgehensweisen und die Arbeitsweise in den Projekten immer mehr vereinheitlichen, auch standardisieren. Es gibt ja verschiedene Standardmethodiken in dem Bereich Projektmanagement und diese wollen wir natürlich immer mehr bei uns auch Einzug halten lassen. Und deshalb ist hier ein wesentlicher Faktor. Das fängt natürlich mit den Projektphasen, mit der Projektvorgehensweise generell an, mündet aber in eine Vielzahl von Einzelaktivitäten und auch Checklisten und Vorlagen, die wir hier gemeinsam weiter ausbauen möchten und dass wir hier wirklich die Arbeitsweise auch den Kollegen an die Hand geben können, als Werkzeugkasten, als Beratungswerkzeugkasten, um hier in den Projekten einfacher und einheitlicher durchzukommen. Darüber hinaus gehört natürlich das Thema der Ausbildung dazu. Das heißt, hier im Bereich Consulting und Projektleitung gibt es sicherlich auch einen großen Bedarf, im Bereich Projektmanagement eine Ausbildung zu betreiben. Denn nicht nur die vernünftige Fachberatung spielt natürlich eine wesentliche Rolle in den Projekten, sondern auch das Thema der Projektführung, der Menschenführung, der Soft-Skill-Bereich, der ja einen wesentlichen Faktor spielt, um ein Projekt erfolgreich abzuwickeln. Und dazu möchten wir natürlich das Thema Projektleiter und Projektmanagement-Ausbildung bei unseren Projektleitern entsprechend auch forcieren. Und das ist auch ein wesentlicher Baustein dieser neuen Abteilung. Und zuletzt möchten wir natürlich im operativen Bereich die Projekte und die Projektleiter und die Berater entsprechend auch unterstützen. Das heißt, hier gibt es eine Vielzahl an Tätigkeiten und Meetings und Abstimmarbeiten,
die wir natürlich auch entsprechend unterstützen wollen. Darum, da geht es um Lenkungsausschüsse vorbereiten, da geht es um vertragliche Dinge, die man permanent überwachen und sichten muss, um kaufmännische Abwicklung, die hier beobachtet werden müssen. Und da gibt es sicherlich viele Themen, die hier viele Kunden in der Vergangenheit schon gespürt haben, wo das eine oder andere sicherlich runtergemacht werden könnte. Und genau das ist der Ansatzpunkt, wo wir hier uns einen optimaleren Ablauf vorstellen können. Und das ist genau einer der Kernaufgaben mit in diesem Bereich. Ja, und daraus ableitend hoffen wir natürlich, dass wir beim Kunden eine höhere Zufriedenheit und auch rundere Abläufe in den Projekten erlangen und dass wir hier die Kunden ein Stück weit zufriedener machen dürfen. Eine weitere Frage an dich, Harald. Wie sieht die Betreuung nach Abschluss eines Projekts beim Kunden aus? Das ist in erster Linie erstmal eine sehr individuelle, kundenspezifische Antwort, die man darauf geben muss. Es gibt sicherlich Vergleichbares. Am Ende sind ERP-Projekte immer irgendwo ähnlich. Es gibt aber immer Spezifika bei jedem Kunden, die auch genau in dieser sensiblen Phase berücksichtigt werden müssen. Das heißt, es gibt einzelne Fragestellungen, die sich für den Kunden quasi gefühlt durchziehen. Da wird er sagen, es gibt hier keinen Abschluss. Das muss fertig gemacht werden. Da weiß er, das wird noch eine Weile dauern, aber das ist für ihn ganz oben auf der Priorität. Es gibt gleichzeitig natürlich den Bedarf, dass man sagt, von dieser sehr intensiven Betreuung während des Projekts, wo der Projektleiter sehr präsent ist, die Mitarbeiter viel vor Ort sind, das muss zu einem Abschluss kommen, nicht zuletzt, weil es auch kostenintensiv ist. Und das muss übergehen in einen Regelbetrieb, dass eine hohe Verfügbarkeit da ist, eher punktuell, aber in dem Moment, wo man es braucht, möchte ich ein größeres Team haben als das, was ich mir terminlich vor Ort leisten kann. Insofern wird es immer einen Übergang geben, der gestuft sein muss. Es wird nie schwarz-weiß geben. Ein Projekt hat irgendwann den Punkt, wo man sagt, jetzt erklären wir das für abgeschlossen. Und gleichzeitig wird es immer bei jedem Projekt offene Punkte geben, die dann in gleicher Intensität weiter bearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden müssen. Insofern, nach Abschluss des Projektes ist eine Phase, ist ein Übergang. Wichtig ist aus meiner Erfahrung selber als Kunde, dass ich nach Projektabschluss eine, ich sage mal, Betreuung seitens der GWS auf 2 Ebenen deutlich spüre. Das ist zum einen die ständige Verfügbarkeit und Bereitschaft, dass ich ad hoc mit einer kleinen Frage aus dem Tagesgeschäft, mit einer Anforderung, die schnell loswerden möchte, sofort ein Kundenservice-Center habe, das dieses Thema aufnimmt und für mich als Kunden unmerklich in der GWS an der richtigen Stelle platziert. Ich will auf der anderen Seite, wie zu Umstellungszeiten, wie zu Projektzeiten, immer meinen persönlichen Ansprechpartner haben, der mein Unternehmen kennt, wo ich nicht erst bei Adam und Eva anfangen muss, der meine besonderen Bedarfe kennt, der auch ein Stück weit mein Personal, meine Mitarbeiter kennt und bei dem ich Themen platzieren kann, für die eben die Gesamtsicht auf mein Unternehmen erforderlich ist. Und die Herausforderung ist, beides parallel zu organisieren, also die Standardbetreuung für das Tagesgeschäft und wie im Sinne eines Key Account Managers die ganzheitliche Betreuung, wo nach wie vor die Projektleiterperspektive gegeben ist. Das werden wir weiter ausbauen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man noch anders und besser realisieren kann. Und das ist sicherlich eine der Aufgaben, die ich mir auch für die nächsten Monate und am Ende werden es dann doch Jahre auch gestellt habe. Und abschließend, welche Rolle spielt dabei das Change Management? Change Management ist ja ein sehr bunter Begriff, verstehen viele vieles drunter. Ich würde sagen, bei einer EP-Umstellung denken viele ans System. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Aber vor Rechnern, Tastaturen, Mäusen sitzen Menschen. Und ob ein Werkzeug funktioniert oder nicht, liegt in der Regel immer noch mehr an dem, der es anwendet, als am Werkzeug selber. Ich kann da nur so Gutes rausholen, wie ich damit auch umzugehen verstehe. Meine Erfahrung ist auch als Kunde in vielen Umstellungsprojekten, als Projektleiter ist man stark getrieben auf das System, auf Abläufe, Strukturen, Organisationsthemen. Den Faktor Mensch hat man gedanklich insofern oft abgehängt, als dass man selber als Projektleiter sich ja schon viele Monate damit beschäftigt und das dann alles voraussetzt, wenn man auf die eigenen Mitarbeiter zugeht. Und die wundern sich dann, wo ist denn der Kollege schon unterwegs und fühlen sich dann schlicht nicht abgeholt. Ich sehe unsere Aufgabe als Berater seitens der GWS, diese
Mitarbeiterperspektive, ich sag mal des frischen Mitarbeiters, für den das eher eine Störung seines Tagesgeschäfts ist, der liebgewonnene Routinen, die er braucht, um Gutes leisten zu können, jetzt aufgeben muss. Da sehe ich unsere Aufgabe, dass wir diese Perspektive dem Kunden neu und lebendig rüberbringen und ihn immer wieder zur Reflexion anhalten, wie gehe ich auf diese Situation ein. Weil, das muss man sich auch klar machen, für Kunden ist es zum Glück die Ausnahmesituation, ein ERP-System einzuführen. Für uns ist es das Tagesgeschäft und unsere Kunden können zu Recht von uns erwarten, dass wir diesen Perspektivenwechsel ihm anbieten können und ihn dabei zu unterstützen. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, Rainer Lösing und Dr. Harald Görz. Und ich hoffe, Sie haben damit einen Einblick in die organisatorischen Veränderungen bei der GWS gewonnen. Bis zum nächsten Mal.